Der Grund gegen einen neuen, größeren Fernseher ist oft der große schwarze Kasten im Zimmer, wenn der TV aus ist. Will man das nicht, gibt es aber ein paar Optionen. Eine davon ist Samsungs The Frame, auf dem man Kunstwerke anzeigen kann, wenn man eben kein Fernsehen schaut. Allerdings ist der ziemlich teuer und man muss für die meisten Kunstwerke auch monatliche Abogebühren zahlen. Gibt es da keine besseren oder günstigeren Alternativen? Hallo, hier ist Fitus von hifi.de und ich werde euch mehrere Optionen vorstellen, die alle gut dafür in Frage kommen, eben auch Bilder oder Ähnliches anzuzeigen, anstatt nur ein riesiges schwarzes Rechteck an der Wand zu sein. Spoiler Alert! Mich hat bei der Recherche dann wirklich überrascht, welche Hersteller es in die Auswahl geschafft haben. Anfangen müssen wir mit dem TV, der als erstes auch ein digitaler Bilderrahmen sein sollte, nämlich Samsungs The Frame. Auf dem sehen Gemälde am natürlichsten aus und es gibt eine große Auswahl an Kunstwerken. Allerdings hat das seinen Preis und damit meine ich nicht nur die Anschaffungskosten, sondern auch die laufenden Kosten, da man auf fast alle Kunstwerke erst Zugriff hat, sobald man die Lizenz dafür im Abo erwirbt. Und während Bilder auf The Frame auch durch die matte Beschichtung wirklich toll aussehen, ist seine Bildqualität bei Filmen, gerade in High Dynamic Range, eher mittelmäßig. Denn leider ist nur ein normales QLED-LCD-Panel verbaut, ohne Local Dimming oder gar Mini-LEDs. Und für den gleichen Preis bekommt man in den meisten Größen sogar schon einen LG OLED B4, der eine viel bessere Bildqualität liefert. Wenn wir gerade von OLEDs sprechen, die kommen genau für die Anwendung als digitaler Bilderrahmen nicht wirklich in Frage. Denn auch wenn das Thema Burn-in eigentlich der Vergangenheit angehört, kann es beim langen Anzeigen von statischen Inhalten, wie Bildern, doch noch dazu kommen. Hat man aber kein Problem damit, Bilder alle paar Sekunden wechseln zu lassen, dann kann ein OLED eine super Wahl sein. Das G von LGs bester OLED-Serie steht ja auch für Gallery Series. Nur fehlt bei den LG OLEDs oder sogar allgemeiner OLEDs mit Panel von LG Display, und das sind fast alle, die matte Beschichtung. Also zurück zu Samsung. Die hätten ja beim QD-OLED S95D oder dem neuen S95F eine matte Beschichtung vor einem richtig leuchtstarken QD-OLED-Panel. Nur leider ist bei den Samsung OLEDs der Art Mode nicht vorgesehen. Du könntest hier also keine Kunstwerke wie auf The Frame anzeigen. Und das mit dem Art Mode sage ich deshalb, weil es den ab diesem Jahr nämlich bei allen Micro-LED, Neo-QLED und QLED-Modellen von Samsung geben wird. Das heißt, die große Auswahl an Kunstwerken ist auf denen auch verfügbar. Und interessant ist das meiner Meinung nach bei den besten 4K Neo-QLEDs. Die haben nämlich auch schon eine super Beschichtung gegen Spiegelungen und eben eine deutlich bessere Bildqualität als The Frame. Nur auf die passende Rahmenoptik muss man verzichten können. Oh, es wird dieses Jahr außerdem noch The Frame Pro geben. Und der kommt auch direkt mit der Wi-Fi One Connect Box, die ich gerade für einen Bilderrahmenfernseher echt praktisch finde, weil man dann alle Kabel schön woanders verstecken kann. Der Frame Pro ist auch ein Neo-QLED, hat also eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und kann deutlich heller werden als der normale The Frame. Doch ganz so toll ist es dann doch nicht, denn es ist nur eine Edge-Lit-Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, die Mini-LEDs sitzen alle am unteren Rand und somit können auch nur Streifen und nicht viele Zonen separat voneinander gedimmt werden. Bei Filmszenen ist dies öfter ein Nachteil als bei Bildern. Wie gut die Bildqualität von The Frame Pro dann wirklich ist, können wir erst genauer sagen, wenn wir ihn ausführlich getestet haben. Also abonniere einfach unseren Kanal, um diesen und auch weitere kommende Tests direkt mitzubekommen. Sicher ist, er wird noch teurer sein als der normale Frame. Deswegen werfen wir mal einen Blick auf günstigere Optionen.
Wenn es um günstigere Fernseher als von Samsung oder LG geht, dann fallen zuerst TCL oder Hisense ein. Und beide haben auch einen Bilderrahmen-TV im Line-Up. Den Hisense Canvas TV kann man leider kaum bekommen, aber den TCL Next Frame konnten wir erst vor kurzem ausführlich testen. Den Next Frame gibt es in zwei Versionen von 55 bis 75 Zoll. Die Pro-Version hat aber die gleiche Bildqualität und bietet als Plus oder Pro nur eine Soundbar mit Subwoofer im Lieferumfang, die uns aber leider nicht wirklich überzeugt hat. Daher kann man sich den Aufpreis vermutlich getrost sparen. Doch wie sehen Kunstwerke aus? Damit die wie gemalt aussehen, hat TCL ein QLED-Panel mit matter Beschichtung verbaut. Das hat eine neutrale, weitgehend unverfälschte Farbwiedergabe und kann auch tagsüber hell genug werden. Ohne Local Dimming sind schwarze Inhalte aber zu hell, und auch wenn der Next Frame eigentlich alle HDR-Formate unterstützt, lässt der Effekt stark zu wünschen übrig. Soll heißen, als Bilderrahmen macht er eine bessere Figur als beim Kinofilm am Abend. Zocken kann man eigentlich noch ziemlich gut drauf, aber kommen wir zu den Kosten. Während der Preis des Next Frame nur etwas unter Samsungs The Frame in der jeweiligen Größe liegt, sind die laufenden Kosten viel geringer. Denn es gibt kein Abo-Modell. Man hat kostenlos Zugriff auf eine Sammlung aus Hunderten von bekannten Kunstwerken und obendrauf gibt es noch ein paar nette Tools für KI-generierte Bilder. Kann also eine gute Alternative sein, wenn man einfach die Abokosten vermeiden will. Aber es gibt zum Glück auch noch günstigere Alternativen. Dafür sollten wir aber kurz definieren, was für einen Bilderrahmenfernseher wirklich wichtig ist. Denn theoretisch kann man ja auf fast jedem Fernseher auch einfach Bilder von einem USB-Stick oder so anzeigen. Allerdings sieht das dann oft nicht sonderlich gut aus, beziehungsweise wirkt es nicht so realistisch, wenn keine matte Beschichtung auf dem Panel ist. Eine solche matte Beschichtung bekommt man aber beim Metsblue MQE 7001Z. Der hat ein QLED-Panel, welches zwar messtechnisch nicht mit den bereits genannten mithalten kann, aber grundsätzlich im Alltag einfach gut aussieht. Eigentlich ist er nicht als Bilderrahmen-TV gedacht. Es gibt auch keinen entsprechenden Rahmen, aber Kunstwerke machen darauf eine gute Figur und der Roku TV kostet nur grob die Hälfte von The Frame in der gleichen Größe. Auch wenn der Metsblue Fernseher somit vielleicht die Alternative für Bastler ist und nicht ganz mit dem Kunstwerk im Bilderrahmenansatz mithalten kann, finde ich, dass es durchaus eine sinnvolle Option sein kann. Der Metz TV ist übrigens auch einer der wenigen Fernseher, an dem man auch problemlos noch ältere Konsolen anschließen kann. Tja, wie kann man jetzt diese Auswahl zusammenfassen? Eigentlich ist keine Option ideal. Doch immer mehr Hersteller nehmen sich dem Thema an, dass Fernseher im Standby nicht nur ein schwarzes Loch im Wohnzimmer sein sollen. Das bedeutet nicht nur, dass die Auswahl größer wird, sondern eben auch, dass immer neue Ansätze dabei sind. Das Grundproblem ist ja vergleichsweise einfach, aber die Lösung dann doch nicht so trivial, wie man vielleicht denkt. Ich finde es gut, dass es auch Möglichkeiten ohne Abokosten und zumindest jetzt noch ohne Werbung gibt. Außerdem hat es mich, wie anfangs erwähnt, echt ein bisschen überrascht, dass ein Metsblue Fernseher die günstigste Empfehlung geworden ist. Die ausführlichen Testberichte und die besten Angebote findest du alle über die Links in der Videobeschreibung, und falls dir die Frage nach dem Stromverbrauch noch unter den Fingern brennt, dann kann dir bestimmt schon dieses Video weiterhelfen. Ansonsten bin ich gespannt auf eure Meinung zu Bilderrahmenfernsehern, also teilt sie unten in den Kommentaren. Ich freue mich dann schon auf den Austausch in den Kommentaren oder im nächsten Livestream.